Liebe Zuschauer, es gibt Themen, die sind wirklich für mich auch sehr, sehr schwer und wahrscheinlich auch für die Zuschauer keine leichte Kost. Wir werden über rituellen Missbrauch, satanischen Missbrauch reden und ich habe das Thema ja schon öfter bei Bewusst TV gehabt. Ich habe heute jemanden hier, den wir nicht zeigen werden, das heißt, wir versuchen Gesicht zu verdecken und so weiter. Und ich lese, sie hat ein Buch geschrieben, sie heißt nicht Chantal Frey, aber das ist das Pseudonym fürs Buch. Und da steht drauf, Chantal Frey ist die erste Überlebende aus dem deutschsprachigen Raum, die so tief in den inneren Kreis der Illuminati vordrang, dies überlebte und den Mut aufbringt, darüber zu berichten. Bei grausamen Ritualen traf sie mit Staatschefs, Adligen und Prominenten zusammen. Dafür wurde sie an öffentlich bekannten Plätzen wie das Weiße Haus und das Innere einer berühmten spanischen Basilika geführt, aber gelangte auch in geheime Militäreinrichtungen und ein abgelegenes Schloss in Belgien. So, erstmal danke, dass du da bist, Chantal. Wir haben das jetzt so gemacht, wir zeigen dich verdeckt, das Gesicht wird nicht gezeigt, aber natürlich sagen kritische Zuschauer dann, ja, man kann sie doch an der Stimme erkennen oder an der Kleidung oder wie auch immer. Also die, über die wir reden, die wissen, wer du bist, oder? Musst du dich da noch verstecken? Nee, also die kennen mich, das ist so, ja. Die kennen auch meine Stimme, deshalb wage ich mich auch mit meiner echten Stimme aufzutreten oder zu sprechen. Einfach möchte ich mich nicht so zeigen, damit man mich auch nicht auf der Straße erkennt oder ja. Einfach auch um die nächsten Leute, die mich kennen, auch zu schützen. Ja, und genau. Es ist natürlich ein heikles Thema, weil im Grunde ist es ja so, du hast Sachen gemacht, die grausam sind, aber du musstest sie machen. Du wurdest von klein auf quasi in einem Kult, kann man das sagen, hineingeboren oder wie ist das? Vielleicht erzählst du, ich habe es gelesen, aber vielleicht erzählst du nochmal, wie das ist. Wie bist du da reingekommen? Ist man in einigen Familien so, dass man schon auserkoren ist, dass man nachher in diese Kreise, dass man missbraucht wird und vielleicht dann auch, ja, je nachdem dann auch zum Täter werden kann? Ja, das ist leider so. Also ich bin in einer Familie groß geworden, die satanische Wurzeln schon hat, also schon die Großeltern und vermutlich schon meine Urgroßeltern. Aber wenn ich von Familie rede, ist es nicht meine leibliche Familie. Allerdings habe ich das Jahre später entdeckt. Also ich habe immer gedacht, das sind meine leiblichen Eltern. Und ich habe erst viele, viele Jahrzehnte später herausgefunden, dass es eben nicht meine leiblichen Eltern waren, sondern dass ich von außen her in diese satanische Familie reinkam, um dort in dieser Sekte auch großgezogen zu werden. Und das ist eine Sekte, das ist ja beschrieben, eigentlich von außen her religiös sozusagen, gläubig. Da denkt man ja, das sind doch Menschen, die an irgendwas Positives glauben, an Gott, an Jesus, ich weiß es nicht. Und vielleicht auch darüber reden und dann machen sie Dinge, wo man denkt, das kann doch eigentlich keiner machen. Ja, das ist richtig. Also so wie ich das wahrnehme, war diese Familie, wo ich da großgezogen worden bin, also mit Eltern und Geschwistern, die hat sich christliche Familie genannt. Also wir sind auch sonntags in den Gottesdienst gegangen und so. Aber diese Familie, wir waren eigentlich eingebettet in einer Sekte. Und die hieß Adorateur du Soleil. Also ich bin ja in der Westschweiz aufgewachsen und das ist eine Sekte, wo ich nach meinen Recherchen herausgefunden habe, dass das von Frankreich herkommt. Und wir waren in dieser Sekte eingebettet, also in diesem Quartier, wo die da gewohnt haben und wo die heute noch sind. Aber ich dachte als Kind, dass wir eine christliche Familie sind. Das war eigentlich Tarnung. Und deine richtigen Eltern, hast du die mal rausgefunden, wer die sind? Oder? Die habe ich bis heute noch nicht kennengelernt, nein. Das sind ja dann im Grunde auch welche, die haben dich übergeben an andere. Und wahrscheinlich auch das zu wissen. Gibt es das, also dass Eltern wirklich ihre Kinder hergeben und sie wissen, die machen mit dem Kind nachher ganz, ganz grausame, entsetzliche Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können? Also das gibt es. Das gibt es, dass die hergegeben werden und dann eben in eine Familie platziert werden, die dann diese Kinder so großziehen, also quasi erziehen.
Das gibt es, aber ganz genau, wie meine Umstände waren, das weiß ich bis heute noch nicht. Ich habe Erinnerungen daran an die Entführung, also ich habe Hinweise, aber das ist noch nicht ganz aufgeklärt. Jetzt, du hast ja schon ein Interview mit Dr. Marcel Polte gemacht und das war bei uns auch veröffentlicht, haben viele Leute geguckt und natürlich auch viele Kritiker. Ich gehe ein bisschen auf die Kritiken mal ein, weil die zum Beispiel auch sagen, ja, wenn das echt wäre, dann würde die ja gar nicht mehr leben. Und die redet da so kalt drüber. Aber es ist natürlich so, man kann ja jetzt nicht in die Emotionen gehen, sonst würde man ja hier weinend auf dem Boden liegen. Ne? Ja. Also wieso lebst du noch? Wie schafft man das, da irgendwie rauszukommen und dann darüber zu reden? Ist das so, dass die denken, naja, die hat ja eh keine Chance, der glaubt ja keiner und dann schreibst du auf einmal ein Buch? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder weißt du auch nicht, warum du noch lebst? Also das Erste möchte ich darauf angehen, also es wurde viel auch geschrieben, die klingt so abgeklärt. Und ja, da kann ich zustimmen. Es kann sein, dass ich abgeklärt klinge, aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich darüber rede, und ich will ja darüber berichten, weil ich ja eben lebe, weil ich es ja eben herausgeschafft habe, dann muss ich meine Emotionen ein wenig zurücknehmen in diesem Moment, wo ich auch diese grausamen Dinge beschreibe, vor allem, weil sonst kann ich nicht darüber sprechen. Also die Emotionen habe ich überwunden, also in dem Moment, wo ich darüber spreche. Also das ist jahrelange Arbeit, damit ich heute hier sitze und nicht zusammenklappe, um darüber zu sprechen. Einfach mal so gesagt, ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, alleine viele, die auch an ihren Traumata arbeiten, und das meiste ist ja viel harmloser, die wissen ja auch, wie viel man dann manchmal wirklich weinen muss und heulen muss und den Mond einheult oder auch mit Gott hadert oder was auch immer. Ich denke, du hast diese Phasen auch durchgemacht und wie gesagt, dann kann man heute drüber reden. Das nächste ist auch, wie gesagt, wieso lebt man noch? Und dann immer wieder die Frage, ja, warum nennt sich keine Namen? Und ich denke, wenn du das machen würdest, dann würdest du auch gar nicht mehr leben. Also, dass man weiß, man kann schon darüber reden, die mögen das zwar nicht, aber sie bringen dich jetzt nicht um, weil das ja wieder eine Bestätigung wäre, oder? Ja, genau. Aber wenn du Namen nennen würdest jetzt, dann wärst du wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, genau, das sind ja jetzt wie so zwei verschiedene Sachen. Warum lebe ich noch und warum nenne ich keine Namen? Ja. Also vielleicht versuche ich mal das Warum lebe ich noch zu beantworten. Also ich kann es ja nicht antworten, also eine 100%ige Antwort geben dazu. Ich kann einfach auch spekulieren oder einfach von diesen Dingen, wo ich weiß, wie das läuft in diesen Kreisen. Also das eine hat damit zu tun, dass ich ja, ich war ja dissoziiert. Also damit ich das ja überleben konnte, habe ich ja dissoziiert. Also ich habe so verschiedene Persönlichkeitsanteile gebildet. Und ich habe zwar einen Teil schon vor Jahren, also schon vor 20 Jahren angefangen darüber zu reden, aber ich habe nicht bemerkt, dass ich noch Anteile habe, die dissoziiert sind, und auf diese Anteile hatten die Täter noch Zugriff. Und im Prinzip ist es ja so, dass solange sie mich ja doch noch missbrauchen können und ich das nicht mitbekomme, dann lassen sie mich ja auch ein wenig reden, weil ich ja doch dann noch die Dinge für sie mache oder erledige oder und das, sie denken, letztlich kriegen wir sie immer wieder unter Kontrolle. Richtig. Und wenn sie zur Polizei geht, glaubt keiner. Wir müssen ja davon ausgehen, das ganze System, die sind eigentlich überall drin. Das heißt, du gehst zur Polizei, da mag der Polizist vielleicht noch sagen, oh, du musst mal gucken, aber der Chef sagt dann, nee, das ist die spinnt. Das habe ich ja auch so erlebt, tatsächlich. Ja. Also ich bin ja zur Polizei gegangen und habe gewisse Dinge auch zur Anzeige gebracht, was mir ja bewusst war. Aber ich hatte am Schluss kaum Chancen, und ich habe eine Anwältin gehabt zum Beispiel, die ist dann einfach so plötzlich gestorben. Einfach so, die sich für mich einsetzen wollte. Also da begegnet einem sehr, sehr viele Hürden, wenn man zur Polizei geht. Und das ist im Grunde auch, dass die allermeisten, die jetzt wie du vielleicht da drin sind, erstmal ein normales
Tagesleben leben. Sie erinnern sich am Tage nicht. Das ist ja wieder auch das, was Leute sagen. Man kann sich nicht vorstellen, dass die zur Schule gegangen ist und dann nachts da irgendwie an blutigen, sexuellen, grausamen und ganz Horror-Ritualen teilnimmt. Aber das spaltet sich dann ab. Also am Tage, als wenn du in der Schule gehst, dann weißt du gar nicht, was du nachts gemacht hast. Na, ich wusste gar nichts davon. Wirklich gar nichts. Das hat eben mit diesen dissoziativen Zuständen zu tun, bis hin eben zur dissoziativen Identitätsstörung, die ja als Folge ist von diesen Traumas, die ja auch gezielt herbeigeführt wird von den Tätern. Die wissen ja, was sie tun. Also es ist ja nicht einfach so willkürlich, was sie da machen. Ja. Und die spalten die Persönlichkeit so ab, dass es tatsächlich Persönlichkeiten gibt, die am Tag leben, so wie du und andere Leute, und die anderen Teile, die dann irgendwie nachts aktiv sind oder am Wochenende oder in den Ferien oder so, einfach so, wie sie das eigentlich programmiert haben. Sie programmieren den Menschen wie so ein Computer, und da können sie wie einen Knopf drücken und dann kommt dieses Programm und dann macht dieser Mensch diese Abläufe, die er in diesem Programm gelernt hat. Und diese Programme unter sich, wenn man das mit einem Computer vergleicht, oder eben diese Anteile unter sich, die kennen sich gar nicht. Also so habe ich eigentlich mein Tagleben gehabt. Also ich bin in die Schule, Ausbildung, alles gemacht, gearbeitet. Und dann aber gab es Zeiten, wo sie mich dann abgeholt haben, und dann habe ich also dort entweder einfach Programme erlebt in Form von Missbrauch und Folter und so weiter, oder dann musste ich für die arbeiten. Du hast das ja im Buch teilweise beschrieben, also du lebst im Grunde so ein Leben wie die Zuschauer vielleicht auch irgendwo, und auf einmal wirst du abgeholt und dann ist ein Filmriss und dann weißt du, dann bist du auf einmal im Bett, schläfst oder hast aber Muskelkater, dabei hast du jetzt nicht trainiert oder hast irgendwie vielleicht blaue Flecken oder vielleicht sogar andere Verletzungen, aber du weißt gar nicht, was da passiert ist. Genau. Ja, also ich hatte oft viele blaue Flecken, aber ich habe dann für mich Entschuldigungen gesucht, habe gedacht, naja, ich gehöre halt zu den Leuten, ich schlage mich irgendwo an und dann habe ich sofort blaue Flecken. Ist einfach so bei mir. Ich habe auch nicht danach gesucht, was dahinter stecken könnte. Ich habe an sowas auch gar nie gedacht. Also in meinem Tagleben, in meinem Alltagsleben hätte ich nie irgendwie mich gefragt, erlebe ich eventuell ritueller Missbrauch? Das war nie eine Frage. Und ich habe mich auch nie mit anderen verglichen. Also es war für mich, es war einfach normal. Und man sucht sich dann da irgendwelche Ausreden, oder dann gibt es Dinge, die dann auch so grausam sind, wie zum Beispiel auch, ich hatte schon manchmal Verletzungen gehabt, aber das war dann wieder einen anderen Anteil, der das dann übernommen hat, diese Schmerzen. Und dann habe ich das auch wieder vergessen. Also die haben miteinander nicht kommuniziert. Ja, also wie gesagt, das ist gezieltes Einsetzen von Mind Control, also dass die versuchen, jemanden zu programmieren, und sie wissen eben in einer traumatischen Situation, und das wissen wir, vielleicht ein Unfall, dass man sich nachher gar nicht dran erinnert, wie der Unfall war, weil das so schrecklich, so schmerzhaft ist, oder eine Vergewaltigung, viele wissen gar nicht oder können sich nicht dran erinnern. Das ist von der Schöpfung, sage ich mal, oder wie auch immer, ja auch eine Gnade, dass man im Grunde dann diese schrecklichen Sachen jetzt ausblenden kann, aber dass das benutzt wird von denen, um wirklich jemandem so Schmerzen zuzufügen, damit der sich abspaltet von der Persönlichkeit und dann so bestimmte Dinge mitmacht. Und ich weiß nicht, das Buch Kate C. O'Brien, Transformation of America, hat das ja auch beschrieben, dass es dann bestimmte Sexprogramme gibt, und dann ein Händler sozusagen, also einer, der da in dem Kult drin ist, der kann dann jetzt ein bestimmtes Programm abrufen, was er sagt, ich mag das jetzt so, und dann brauche ich den und den Schlüssel, und dann dann ist die in dem Bewusstseinszustand und macht dann die krassesten Sachen, und dann ist sie auf einmal wieder jemand anderes. Genau, so läuft das ab. Jetzt hast du ja gesagt, es geht bis in die höchsten Kreise der Illuminaten. Da haben auch einige gesagt, ja, die nennen sich ja gar nicht so. Aber erzähl vielleicht mal ein bisschen, also man kommt da ja nicht
gleich so weit nach oben, sondern es entwickelt sich, dass man guckt, funktioniert die gut, macht die jetzt auch die Sachen mit? Also muss es dann auch schlimme Sachen machen, sonst hätte man dir was angetan? Oder wie kommt man da? Ja. Wie wird dann geguckt, die ist jetzt geeignet? Ja, genau so ist es. Also die Kinder werden ja meistens schon von Geburt an so angeschaut und da gibt es Kinder, die besser dissoziieren können wie andere und das sieht man schon den ganz kleinen Babys an. Also wenn sie schlimme Dinge erleben wie Missbrauch oder Folter, schon Babys, dann sieht man, okay, dieses Baby dissoziiert weniger gut wie das andere und die besser dissoziieren, die sind dann eigentlich geeigneter für das Programm. Also ich weiß, was ich jetzt da sage, das ist sehr, sehr hart. Ja. Aber so ist es, genauso machen die das. Und ich weiß natürlich nicht, wie ich als Baby damals funktioniert habe, das weiß ich nicht, aber offenbar war ich ein Kind, welches sehr gut dissoziiert hat. Und dann haben sie mich eigentlich immer weiter in das Training gebracht, bis zu diesem Punkt, wo ich ungefähr 6 Jahre alt war, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, wo ich dann die eine Folter ja überlebt habe, das war diese Kinderjagd im Wald in Belgien beim Château Amerois. Und da weiß ich noch, weil ich das überlebt habe, dass dann eigentlich in einem Ritual danach dann entschieden wurde, dass sie mich eigentlich in dieses Illuminatenprogramm hineinnehmen möchten. Also weil du so stark warst und andererseits eben auch funktioniert hast in deren Sinne. Ja. Also dass du überhaupt so weit gekommen bist, ist schon mal aus deren Sicht eine Auszeichnung. Für einen anderen ist es Überlebende, aber viele haben das nicht überlebt. Also da werden Jagden gemacht auf einem Schloss von Leuten, die wir ja wahrscheinlich jetzt sehen würden, auch das sind ja irgendwie Bekannte oder Royals oder was auch immer oder hoch angesehene Leute, die machen Jagd auf Kinder oder wie? Ja, also darunter hat es angesehene Leute, Adlige auch und Politiker habe ich einige getroffen. Ja, ich weiß nicht, die machen sich einen Spaß daraus. Also die sagen ja auch, das ist für sie Hochgenuss, so was zu machen, so was zu sehen. Das ist das höchste der Gefühle, das ist mal das. Hat natürlich auch eben noch einen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, einen religiösen Hintergrund oder einen Glauben dahinter, eben, dass sie dann auch irgendwann zu dieser Erleuchtung kommen. Ja, also das mischt sich das Ganze von... Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, weil ich habe das woanders gehört, dass es eben Leute gibt, deren Glauben ist im Grunde, Gott ist nicht gut, sondern der lässt das ja alles zu, also ist der böse und im Grunde muss man ja alles Mögliche tun, um die Schöpfung zu zerstören, weil Gott ja nichts taugt. Oder so diese Vorstellung, oder wie kann man, dass die also ein negatives Bild haben von der ganzen Welt und deswegen meinen, es ist richtig, dass man dann noch diese schlimmen Dinge macht. Also die meinen schon, dass es richtig ist, ja. Ich habe das jetzt für mich so erlebt oder so wahrgenommen, mehr, dass sie halt, also es wird da mir 1000-mal gesagt, dass Gott nicht gut ist. Ob sie daran selber wirklich glauben, kann ich gar nicht so beurteilen. Oder ob sie sich auch selber davon überzeugen wollen und dann auch die Opfer davon überzeugen wollen. Also ich habe das mir eher so wahrgenommen, dass man mich davon überzeugen wollte, Gott ist nicht gut und siehst du, er hilft dir ja gar nicht und so weiter. Und dann, dass eigentlich eben diese Folter ja eigentlich so gemacht wird, um zu beweisen, dass Gott nicht gut ist. Also das ist schon, es hat schon sehr, sehr viel Glauben oder Religion darin, ja. Also es hätte auch passieren können, dass du das nachher auch so geworden wärst, wenn das so gelaufen wäre, wie die wollen, dass du auch gedacht hättest, ja, das ist so richtig, weil Gott, sieht man ja, der macht ja nichts in so Situationen, also ist es richtig. Aber es hat bei dir nicht funktioniert. Hast du dir immer so einen Kern bewahrt an Glauben an was Gutes in der ganzen Zeit oder wie? Ja, das habe ich. Und ich denke, das ist auch das, wo mir auch schlussendlich mitgeholfen hat, damit ich da aussteigen konnte. Also ich hatte schon
auch meine große Zweifel. Also ich musste das nochmals für mich so neu buchstabieren. Das hatte ich und ich denke auch, ich hatte auch so Ich-Zustände. Ich nenne ja das Ich-Zustände. Verschiedene Ich-Zustände, die auch das ja zum Teil ja auch geglaubt haben, dass Gott nicht gut ist. Also, weil das habe ich ja auch erlebt, oder dass ich dann irgendwie gebetet habe oder geschrien habe, Gott hilf mir, und ich hatte die Vorstellung, der muss mir jetzt so und so helfen, er hat mir aber nicht so und so geholfen in diesem Moment. Und dann habe ich das auch so geglaubt, in diesem Zustand, wo ich dann war, in diesem Aber du Ich-Zustand. kannst heute trotzdem an Gott glauben, weil du sagst, der hilft halt nicht so, aber es hat irgendwo einen vielleicht höheren Sinn, dass die was lernen, die Seelen, oder wie. Also ich versuche das ja auch immer zu verstehen und ich bin ja überzeugt, dass es alles irgendwie einen Sinn hat, auch das, was wir gerade alle erleben, irgendwie. Auch wenn es so schlimm ist, dass man denkt, ja, es muss irgendwie einen höheren Sinn. Ich kann es versuchen nachzuvollziehen, aber es ist so für dich, dass du auch trotz dieser ganzen Sachen an das Positive glaubst und denkst, dass irgendwie hat es einen kosmischen Sinn, oder wie? Ja, also ich glaube daran, dass Gott ja Liebe ist. Ja. Und wenn ich mir dann überlege oder mich frage, ja, was heißt denn Liebe, dann bin ich eigentlich auf das gekommen, dass ich sagen muss, auch wenn es krass ist oder auch schlimm ist, dass eigentlich Liebe mit Freiheit zu tun hat. Und wenn Gott Liebe ist, dann überlässt er uns Menschen ja auch die Freiheit. Also er zwingt uns nicht. Er zwingt mich nicht, Dinge zu tun. Und ich habe dann auch die Freiheit, mich zu entscheiden, was ich tun will. Und eben auch, und das haben wir alle, die Freiheit, eigentlich auch Böses zu tun, uns für das Negative und für das Böse zu entscheiden. Und das gehört dazu. Also das ist für mich die Antwort auch, dass eben Gott Liebe ist. Ja, ist für mich auch so die Freiheit, eben auch diese Dinge zu machen, und diese Leute, die das machen, dass die vielleicht irgendwann auch mal selber dann Opfer sind wieder und dann vielleicht irgendwann lernen, das kann es nicht sein, und sich vielleicht dann wieder Gott zuwenden. Das ist ja meines Erachtens so dann die Hoffnung, aber sie haben eben die freie Wahl, diese Dinge zu machen, und deswegen gibt es das, und deswegen muss das scheinbar auch durchlebt werden irgendwie. Aber gehen wir nochmal zurück. Du hast gesagt, 6 Jahre dann, also du hast viele schreckliche Sachen erlebt, und dann wurdest du vor die Wahl gestellt, auch wieder freie Wille, selber aktiv etwas Grausames zu machen, und damit wurdest du dann aufgenommen oder in die höhere Weihen aufgenommen? Ja, also ich sage das nicht freien Willen, nein. Also der freie Wille von mir aus, der kam erst dann, als mir diese Dinge bewusst wurden. Ja. Und ich in diesem Moment, wo ich dann die Fähigkeit hatte, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also heute, wo ich diese Dinge alles weiß, heute könnte ich mich dafür entscheiden, was ich machen will. Entscheidung. Damals konntest du nicht bewusst entscheiden? Ging nicht, nein, ging nicht, weil sie wollten das eigentlich von mir. Und wenn ich mich mal geweigert habe, weil es kam ja schon vor, dass ich das mache ich nicht. Ja, genau, oder dass ich auch resigniert habe und irgendwie gedacht habe, ach dann mache ich es halt so, wie ihr das wollt, weil ich einfach keinen anderen Ausweg gesehen habe und vielleicht dann die Dinge nicht gemacht habe, dann ist in diesem Moment haben sie einfach einen anderen Persönlichkeitsanteil geschaffen, weil wenn jemand mal diese Technik vom Dissoziieren hat, schon als Kleinkind, dann geht das Dissoziieren ganz einfach. Und das wissen die. Und dann haben sie einfach einen anderen Anteil geschaffen, der dann das gemacht hat. Ja. Weil man muss sich das vorstellen, dass ein neuer Anteil, das ist dann wie eine neue Person, die gar nichts weiß vom Leben. Also wenn man dann dieser Person sagt, das Böse ist gut, oder dann übernimmt er das, und dann macht er das einfach. Ja. Und du bist dann also, wie gesagt, da höher gekommen, weil das scheinbar bei dir funktioniert hat, und du hast selber dann an Ritualen teilgenommen. Und verschiedene Situationen beschrieben.
Und wie gesagt, immer wieder Prominente, auch Filmprominente und Schlager, Musikbranche und so weiter. Richtig, ja. Also, wo man denkt, wenn man die im Fernsehen sieht, ach, der ist doch ganz nett oder die würden das sowas nicht machen. Und dann hört man, der macht das. Ja, ja. Wie kann man... Ist das wirklich so, dass es Leute gibt, die im Fernsehen dann wirklich ganz normal, freundlich, vielleicht auch von allen bewundert werden oder angehimmelt werden, weil die vielleicht so freundlich und schöne Lieder singen oder sonst was, dass die dann nachts solche Dinge machen? Ist das wirklich so? Das ist so. Also ich habe das erlebt. Ich hab solche Leute getroffen. Ja, das ist so. Und vielleicht an dieser Stelle auch jetzt mal, warum dass ich hier keine Namen nenne, weil das haben wir ja vorher angesprochen. Ja, also es ist so, dass diese Namen, sie sind bekannt. Ich nenne sie einfach nicht in meinem Buch und ich nenne sie jetzt auch nicht bei dir in diesem Interview, damit das nicht gesperrt wird. Also ich möchte ja mit diesem Buch ja informieren. Und nicht, dass ich, sobald ich es auf dem Markt habe, dass es wieder vom Markt gezogen wird, weil ich eben Namen nenne. Aber diese Namen sind bekannt und wir haben das ja auch in diesem Video mit dem Dr. Marcel Polte ja angedeutet, dass sie auch durchaus auf einem anderen Weg bekannt werden können. Also, aber nicht jetzt hier und auch nicht in meinem Buch. Ich denke auch, man muss erstmal die Grundlagen schaffen und das ist ja für die allermeisten Menschen so unvorstellbar, dass es das überhaupt gibt, dass man da erstmal anfangen muss, erstmal zu sagen, Leute, guckt da hin. Und es gibt ja dann immer auch die sagen, ja, das ist so negativ und Licht und Liebe. Also wenn wir in der Liebe sind, dann brauchen wir da nicht hingucken. Ich sage immer, es passiert ja, weil niemand hinguckt, weil alle sagen, ach nee, da will ich mich nicht mit beschäftigen. Ja, und für mich persönlich kommt noch dazu, wenn wir dieses Argument ist schwierig für mich, wir sind in der Liebe und wir gucken nicht hin. Und ich würde eher sagen, weil wir in der Liebe sind oder weil wir in der Liebe wandeln wollen, gucken wir hin. Müssen wir. Aber wir bleiben aber in der Liebe oder wir bleiben im Licht oder in Gottes Liebe, sage ich für mich jetzt, und gucke dahin. Ja. Also, das muss, weil das passiert ja im Dunklen. Und es kann nur im Dunklen passieren oder eben versteckt und die haben ihre Gebiete, wenn es so eine Jagd gibt, das muss ja ein Riesengebiet sein, wo man weiß, da kommt jetzt nicht irgendein Spaziergänger vorbei, der an die Jagd gerät. Also das wird dann abgeriegelt, man hat Riesengebiete oder dunkle Keller und es muss eben ans Licht kommen und darüber geredet werden. Und dann die Namen kommen hoffentlich dann irgendwann auch raus, dass man sie auch sagen kann. Und das ist natürlich so ein Wabonspiel. Also wie weit gehst du jetzt, damit du nicht platt gemacht wirst? Ne? Ist ja ganz klar. Ja. Also wenn du jetzt einen Namen nennen würdest, würde ich mir auch vorstellen können, dass die dann sagen, so jetzt reicht's. Und dass man dich irgendwie kriegen kann, wenn du jetzt weiterfährst auf dem Auto oder so, da kennen die ja keine. Es ist ein Risiko und das Risiko bin ich mir wirklich auch bewusst. Ja. Noch etwas, wenn ich ergänzen darf, zum Beispiel zu der Jagd zum Beispiel, oder? Ja. Es ist ja nicht mal so, dass es unbedingt nur in abgeriegelten Gebieten stattfindet, wo man nichts hört, sondern es ist ja manchmal so dreist gemacht, dass es praktisch vor den Augen der Leute passiert. Also ich habe das zum Beispiel nicht nur dort in diesem Schloss erlebt, sondern ich habe das in der Schweiz erlebt auch. Und das hat stattgefunden an normalen so Schießübungen, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz. Schießstand oder? Ja, wo man also jeden Samstag oder. Schützenverein oder? Genau, da üben die Leute und dann wird es ja sowieso abgeriegelt, dieses Gebiet. Und dann wurde einfach hinten, ein wenig weiter hinten, wurde dann diese Kinderjagd mit uns durchgeführt, also am helllichten Tag. Also es ist manchmal wirklich, wirklich dreist. Und das ist das, was mich enorm. So unfassbar. Ja, unfassbar. Vieles geschieht vor unseren Augen, wirklich. Ja, und die Leute würden es nicht glauben, weil sie einfach denken, nee, komm. Und dann ist ja der hochangesehene Politiker oder der Pastor oder Priester oder Bischof oder sowas ist dabei. Das kann ja nicht sein. Jetzt ist ja gerade rausgekommen, auch in den Medien, gestern glaube ich war es, dass der Papst Ratzinger ein
München eben ganz viele Fälle von Missbrauch einfach dann auch, er wusste wohl davon und hat es einfach nicht verfolgt. Und das klingt dann immer so harmlos, so sexueller Missbrauch, also dass man sich da an den Chorknaben vielleicht vergangen hat. Das ist schlimm genug, aber was wirklich da passiert, das ist ja noch viel krass, schlimmer ja. wahrscheinlich. Ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Ist jetzt gerade gestern eine Nachricht, okay, also ja. es kommt ab und zu und gerade in der katholischen Kirche, da gibt es ja Tausende oder Hunderttausende von Missbrauchsfällen und es wird dann immer irgendwie, der Priester wird dann versetzt irgendwo anders hin, macht dann da aber weiter. Ne? Also das ist scheinbar so ein Muster. Ne? Und die Leute können sich eben nicht vorstellen, ja, die Kirchenleute, die glauben noch an Gott, die würden auch sowas nicht machen. Ja, eben genau, das ist Tarnung. Also wir haben jetzt diese Jagden da, dann gibt's, du hast ein Weiße Haus angesprochen, also das ist ja eigentlich, wo man denkt, im Weißen Haus, hallo? Was hast du da, kannst du das beschreiben oder ist das zu viel jetzt? Was im Weißen Haus, wirst du dann da hingeflogen? Ja, ich wurde dahin geflogen mit Privatjets. Das ging auch eigentlich über die Familie, wo ich da groß geworden bin. Also die waren da, die haben das arrangiert. Ja, und dann habe ich dort auch den damaligen Präsidenten getroffen. Und also das eine ist eben diese natürlich auch mit sexuellen Handlungen zu dienen und so weiter. Also dann halt auch anderen Politikern, die dort sind und andere Gäste. Ich habe gar nicht alle Gäste gekannt. Also ich kann gar nicht sagen, wer ich alles gesehen habe. Also gewisse erinnere ich mich und andere weiß ich nicht, wer das war. Aber von dort aus dann auch weiter geflogen für auch militärische Einsätze. Also die haben das, da habe ich dort Sachen gelernt, wie mit Waffen umzugehen und auch Leute dann mit Waffen ermorden. Oder ich wurde in so große Computerräume gebracht und musste dort eigentlich Aufgaben lösen, die mir vorher eigentlich unter Folter eingegeben worden sind, so wie eben Computer, einfach so ein Computer programmiert und dann hingeflogen und dann musste ich das dort liefern. Ja, oder dass man jemand dann so eine Abspaltung dann irgendeinen Code eingibt und der kann dann diesen Code immer abrufen in diesem speziellen, in dieser Persönlichkeit. Ja. Also es wird dann wirklich auch militärisch genutzt und auch diese Grausamkeiten auch in militärischen Anlagen, machen die da auch mit und schützen das, oder? Ja, so ist es, ja. Du bist ja dann, wie heißt das, Mother of Darkness, oder? Also das ist ein sehr hoher Rang, also du hast da, glaube ich, so ein paar Rangfolgen auch, wie man da aufsteigen kann. Also du warst da sozusagen Top of the Pops, also ganz oben bei den, oder ziemlich oben bei den Dunklen? Nein, also ich hatte... Also laut dieser, ich habe ja auch eine Quelleangabe gemacht. Also ich erinnere mich einfach an diesen Rang, den ich hatte, eben diese Mother of Darkness. Und ich habe dann bei den Recherchen gesehen, dass es ja auf der weiblichen Seite 6 verschiedene Stufen hat und auf der männlichen Seite 7 Stufen. Das habe ich auch so aufgelistet. Aber mir wurde jetzt nicht gesagt, hey, hallo Chantal, wir bilden dich jetzt aus und wir möchten, dass du dann die 3. Stufe erreichst. Also das habe ich jetzt, also erst wo einfach die Erinnerungen gekommen sind, habe ich logischerweise auch dann gesucht, was ist mir eigentlich passiert. Und dann habe ich das bemerkt, dass das die 3. Stufe war, also eigentlich so in der Mitte. Da gibt es noch höhere Stufen. Okay, aber es ist schon ein Rang sozusagen da auch, dass du an Ritualen eben auch bestimmte Sachen machst, das wissen die dann. Und du hättest vielleicht noch höher kommen können, aber hast dann doch nicht so funktioniert. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch mehr hätten mit mir machen wollen, das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich diese Stufe erreichen musste und auch erreicht habe. Ja, aber Gott sei Dank habe ich das jetzt eigentlich, wurde mir vieles bewusst und ich habe es dann geschafft, da eigentlich auch auszusteigen. Also wir müssen dann nochmal gucken, was das alles umfasst. Das geht also eben das Sexuelle verbunden mit
Schmerz zufügen, da haben die irgendwie Spaß dran. Dann Kannibalismus, dass also wirklich Fleisch gegessen wird von Kindern, von Menschen. Man mag es gar nicht aussprechen, also für mich ist es auch schwer, aber das ist da Alltag. Das ist der Alltag, ja. Da wird auch, also ich habe das so erlebt, ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ich denke, es gibt auch verschiedene Gruppierungen, aber in dieser Gruppierung, wo ich war, wurde ja auch Satan angebetet. Und Satan anbeten hatte damit zu tun, dass alles Göttliche pervertiert wird. Ja. Also dann haben sie auch das Abendmahl gefeiert für Satan. Also im Christlichen feiert man das mit Wein und Brot und sie haben das eben dann mit Opferblut und Fleisch so gefeiert. Ja. Ja, und du hast gesagt, es gibt also verschiedene Bereiche auch, also mehr rituell, satanisch, mehr sexuell, Spaß, Lust, Promi. Es gibt ja, glaube ich, so einen holländischen Banker, der das, Ronald Bernard, der das beschrieben hat, dass er eigentlich sehr erfolgreich war, mit Finanzen umgehen konnte und richtig Millionen Deals und dann auch das genossen hat, die Partys, die Mädchen, die da waren, die Willigen, die natürlich da, und irgendwann wurde gesagt, er sollte also ein Kind töten, damit er noch höher kommt. Und da hat er dann gesagt, nein, das mache ich nicht und hat darüber gesprochen. Also auch ein Zeuge davon, dass man also in den höchsten Kreisen sozusagen irgendwann auch vor diese Wahl gestellt wird. Richtig, ja. Und und scheinbar viele dann die Karriere bevorzugen und dann diese Sachen mitmachen. Genau, ja. Bei ihm, also gehe ich davon aus, das war ja so, dass er ja nicht zuerst schon Opfer war als Kind oder er war nicht dissoziiert, sondern so reingekommen als Geldmensch und dann war er sehr erfolgreich und irgendwann muss er dann scheinbar... Kann er sich dann entscheiden, oder? Und bei den Opfern, die dann zu Tätern gemacht werden, die können sich dann gar nicht entscheiden, ganze Zeit lang. Ja. Also ich musste diese Dinge ja auch tun, habe ich ja auch im Buch beschrieben. Und, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Also ich habe es dann verdrängt, vergessen. So war das. Ja. Kennst du den Film Eyes Wide Shut? Ich habe den noch nicht so lange mal gesehen, ja. Also ich finde, so diese Darstellung der Rituale, das ist ja quasi, dass da ein Arzt, der kommt da irgendwie dazu, dass da so eine Einladung ist für ganz hochangestellt, der will da auch rein, schmuggelt sich sozusagen rein und dann ist das so ein Riesenanwesen, wo er dann mit Passwort reinkommt und mit Masken die Leute da und dann gibt es so in Räumen sexuelle. Und dann gibt es diesen Raum, wo alle im Kreis stehen mit Masken und umhängen. Ja. Hast du so Sachen auch? Ist das schon... Das passiert tatsächlich so. Es ist nicht jedes Mal so, das ist klar. Es kommt immer auch darauf an, was für eine Party es ist, wenn ich das so nennen darf. Ich weiß ein anderes Wort gar nicht dazu, also eigentlich. Aber das ist tatsächlich so, dass man mit Code reinkommt, da gibt es Wächter und diese Wächter, das sind aber auch dann wieder Leute, die dissoziiert sind. Also ich habe diese Rolle ja auch mal, hätte ich das machen sollen. Und dann wird das so gefeiert und nebenan in einem anderen Raum werden aber dann Kinder oder auch Erwachsene gefoltert oder auch eben bis zur Opferung. Ja. Also ich denke, in dem Film war es für mich einfach so eine Schwingung. Also das geht ja da für ihn eigentlich gut aus, weil sich eine Frau anbietet für ihn, dass er also nicht bestraft wird. Und ich möchte mir lieber nicht vorstellen, was da mit der Frau dann passiert ist. Also dass sich da wirklich welche auch als Opfer anbieten. Ist das möglich oder ist das jetzt in dem Film nur so? Oder? Das kann ich nicht beantworten. Diese Schwingung, die da herrschte, auch mit diesen Gesängen, schon feierlich, aber sehr düster. Ne? Ja. Okay, also sowas gibt es und das Komische ist ja mit Stanley Kubrick, der den Film machen wollte, dass er der den Film nicht machen konnte, sondern er hat nachher
Steven Spielberg, glaube ich, gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass er da auch zu weit an die Wahrheit gekommen ist, das irgendwie filmisch umsetzen wollte. Und gut, das ist Spekulation, das aber weiß ich nicht, ich denke, ja. dass er uns da was zeigen wollte. Und das ist ja filmisch schon ein tiefer Einblick, der nicht ohne ist, auch allein diese Energien zu spüren. Ne? Ja, und ich erinnere mich auch noch, ich weiß nicht mehr alles von der Handlung her, aber die Frau von diesem Arzt hat ja auch so Träume gehabt in der Nacht. Ja. Und solche Dinge passieren auch. Also das geht natürlich dann in den geistlichen Bereich oder vielleicht auch in den magischen Bereich und so. Und das sind auch Bereiche, wo sie ja aktiv sind. Also ob man das jetzt glaubt oder nicht, das ist nicht eine Glaubenssache, sondern die glauben das. Und die sind da auch aktiv. Es ist tatsächlich so, also dass man Dinge träumt, die dann vielleicht passieren oder Dinge träumt, wo man irgendwie bedroht wird und so. Und man weiß nicht ganz genau, wie der Traum jetzt eigentlich reingekommen ist. Aber das passiert dann tatsächlich auch so. Also die gehen schon sehr, sehr weit. Ja. Ja, und wie gesagt, Promis überall und Hollywood. Ich meine, es gibt so viele Sachen über Pizzagate und Epstein und so weiter, was man schon gehört wird, was dann in den Medien dann immer irgendwie, ach komm, nee, das ist Quatsch, das gibt's nicht, das ist alles Verschwörungstheorie. Ist Hollywood dann auch tief drin? Du hast auch Schauspieler, glaube ich, genannt. Und einer, wir wollen den Namen nicht nennen, aber das ist einer, der auch sehr viele Stunts selber macht, also ganz mutige, eigentlich ein beliebter, ganz bekannter Schauspieler, der dann da, also man versucht das immer dann irgendwie zusammenzukriegen. Also die machen solche Sachen mit. Ist das so, dass er auch solche Stunts, die ja teilweise auch tödliche Gefahr sind, machen kann, weil er eigentlich sowieso sonst irgendwie, wenn er nicht mitmacht, in so Kreisen ist, wo man auch getötet wird? Also ich kann natürlich auch von diesen Leuten, die ich da getroffen habe, nicht ganz genau sagen von jedem, warum das der oder sie in diese Kreise reingekommen ist. Aber ich weiß schon eben, dass es auch Leute gibt, die ganz fest unter Druck gesetzt werden. Wenn du das nicht machst, dann passiert das und das. Aber auch, dass es auch sehr, sehr viel mit Erfolg zu tun hat. Also wenn du das machst, dann hast du Erfolg. Als Schauspieler oder so oder als Politiker oder so. Ja. Ja, Musiker sagen ja auch manchmal, dass sie ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Ja. Und das hat dann schon mit Ritualen zu tun. Also die machen das nicht einfach so, sondern es gibt ja bei vielen Musiksachen, gut bei Hard Rock und Heavy Metal, da kann man sich vorstellen, dass das von der Schwingung so passt, aber dass es auch so Schlagerfuzis gibt, wo man das sich nicht vorstellen kann, dass sie auch sowas mitmachen. Ja. Aber du hast es erlebt. Allerdings, wenn man gewisse Lieder vom Text her ein wenig, was soll ich sagen, mit der Lupe anschaut, dann merkt man ja schon, dass auch vieles auch kodiert gesungen wird. Also wenn man das ein wenig weiß, diese kodierte Sprache, sich ein wenig auch auskennt oder weiß, was dahinter steckt, dann kann man es schon hören oder lesen oder so. Du hast natürlich in deinem Buch im Grunde auch viele dieser Symbole, da spielt jede Farbe, hat eine Rolle. Also du hast quasi einen Raum, der ist nur violett oder was, um eine bestimmte Eigenschaft dann auch zu fördern. Ja. Und natürlich ganz viel Symbolik. Dann gibt es eben, was weiß ich, Alice in Wonderland und solche Märchen auch, die dann für Kinder sind, wo im Grunde schon dieses Dissoziieren auch schon beschrieben wird und man versteht es eigentlich, man kann es als Märchen sehen, aber wenn man weiß, dass bestimmte Dinge stehen dann vielleicht für Drogen, dass sie Substanzen kriegen und dann in einer anderen Welt sind, dass das tatsächlich damit zu tun hat. Ist das so? Genau, sie kreieren eigentlich das, was als Märchen dargestellt wird, kreieren sie dann in der echten Welt, also mit den echten Menschen. Das machen sie so. Und es wird dann aber als Märchen eigentlich dargestellt. Ja. Und ich habe gewisse Symbole reingeschrieben. Das sind einfach die ich persönlich auch erlebt habe, die in meinem Umfeld waren, denen ich begegnet bin. Es gibt noch viele mehr. Also da gibt es, wenn man andere Betroffene fragt, ganz viele, die noch viel mehr wissen wie ich.
Und das ist eine eigene Sprache unter sich. Ja. Und dann gibt es ja, wir haben das mit Jessie Maaßen ja vor Jahren, schon glaube ich 10 Jahren gemacht, dass wir durch Augsburg gefahren sind, dass es also Symbole gibt, auch im öffentlichen Raum, die Hinweise darauf geben, dass man Kinder irgendwie, da steht ein Kinderschuh irgendwie im Park und dann denkt man, er hat ein Kind jetzt den Schuh verloren, aber das steht da schon als Zeichen für jemand, der jetzt Kinder sucht und der spricht dann vielleicht da die Erwachsenen an. Und das war interessant, weil ich bin ja mit ihm da durch und da war ein Park, wo Kinder gespielt haben, aber man hat eigentlich keine freudigen Kinderspielen gehört, sondern es war eigentlich sehr, nicht für Kinderspielen, so hat es nicht geklungen. Also das gibt, und wie gesagt, das ist um die Ecke die Polizei. Ne? Also es gibt im alltäglichen Bereich überall auch Symbolik, wo bestimmte Leute dann sagen, da findet man das, was man sucht. Und es ist leider so verbreitet, dass ja wirklich so viele Menschen auch da scheinbar das suchen. Ja, das ist furchtbar. Das ist traurig, ja. Ja, sind die selber traumatisiert? Ist das eben, dass das auch von Generation zu Generation weitergegeben wird, wenn die Eltern keine Liebe geben, dass dann die Kinder nachher auch wieder, weiß man nicht, ne? Es ist wieder also eigentlich würde ich sagen, wieder das Gleiche wie vorher. Das ist ein Grund, denke ich mal. Und dann ist aber der andere Grund, dass es eben mit diesen Familienstrukturen zu tun hat, damit das Satanische einfach weitergegeben wird von Generation zu Generation. Ja. Und die meisten funktionieren dann in ihrem dissoziierten Zustand oder eben auch, dass sie dann die Dinge auch glauben und eben, wie du sagst, diese Dinge nachher wirklich mitmachen und da drin auch aufgehen. Und ganz wenige, die dann wirklich da rauskommen, wie du und Casey O'Brien oder die Sandra Rasch und doch immer scheinbar so einen Funken im Herzen bewahrt haben, dass sie das überwinden konnten. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch, dass man also schon so tief drin sein kann und trotzdem durch Liebe und Glauben an die Schöpfung da rauskommen kann. Ja, ich persönlich glaube, das ist das, was mich persönlich gerettet hat. Ja. Das glaube ich ganz fest, ja. Das ist ja so eine wichtige Botschaft, weil sonst möchte man ja verzweifeln, dass es diese Sachen gibt und das immer weitergeht. Ne? Ja. Das ist ja millionenfach. Das ist ja nicht so, dass es 1, 2, 3 Einzelfälle immer im Jahr sind, sondern das passiert ja massenhaft. Ne? Ja, und ich hoffe auch wirklich auch, dass ich auch mit diesem Buch, wo ich geschrieben habe, oder jetzt mit diesem Interview, wo wir machen, dass das auch Hoffnung vermitteln kann, auch gerade für andere Betroffene, dass sie sehen, okay, es gibt Wege, da rauszukommen und es gibt es tatsächlich, es ist harte Arbeit, also das war auch bei mir, also das ist so schnell gesagt, mein Glaube hat mich gerettet, er hat mich gerettet, also Gott hat mich beschützt und gerettet, das glaube ich, aber ich musste auch Ja sagen dazu und ich habe auch wirklich jahrzehntelange Arbeit geleistet, damit ich heute sitze da und darüber reden kann, aber es geht und es gibt Wege und das ist eigentlich das, was ich eigentlich auch ermutigen will für andere Betroffene und ich hoffe, dass noch mehr aufstehen und dass wir noch mehr gehört werden. Ja, das finde ich eine ganz wichtige Botschaft und natürlich auch hier von Bewusst TV, also wer solche Sachen erlebt hat und will darüber auspacken und wie gesagt auch aus anderen Bereichen, wie gesagt, das ist ja so, dass das nur zu verstehen ist, wenn wir wissen, dass eben die Satanisten sozusagen überall in den Verwaltungen sitzen, in den Behörden. Also wenn du zur Polizei gehst oder vor Gericht, dann hast du vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch einen Richter oder einen Anwalt und die spielen zusammen und werden versuchen, dass die Sachen rauskommen oder dass jemand verurteilt wird, der da jetzt mit drin ist. Ne? Und Politiker machen mit Polizei, wie gesagt, Militär, Kirchenleute, also eigentlich Promis, alles Leute, wo wir sagen, die sind an den Machtpositionen, aber vielleicht funktionieren die Machtstrukturen auf der Erde nur gerade
so, wie wir es jetzt auch sehen, durch diese Erpressung mit solchen Dingen auch, dass Leute das machen, weil sie mitmachen, weil es sonst rauskommt. Ja, ich vergleiche das ganz gerne eigentlich mit der Mafia. Also Mafia ist für jeder und jede ein Begriff. Ja. Und so ähnlich ist das organisiert. Und dann versteht man das, warum das eigentlich ganz schwer ist, um irgendwie etwas zur Anzeige zu bringen oder dass etwas rauskommt, weil es einfach wirklich sehr, sehr gut organisiert ist. Wir reden ja von organisierter ritueller Gewalt. Ja. Also organisiert heißt organisiert. Ja. Das ist wie Mafia im Grunde genau. Und es wird mit Angst gearbeitet. Und dann natürlich auch, es wird dir Angst gemacht, wenn du zur Polizei gehst, dann passiert entweder dir was und dann zeigt man dir vielleicht noch, was dir passieren wird, weil jemand anderes gerade geopfert wird. Also, ne? Und dann das sitzt natürlich tief dann. Ja. Ne? Und das weiß man auch, dass die in der Lage sind, ja jemand umzubringen. Und auch wenn das abgespalten ist, in diesem Moment ist es ja irgendwo in einem drinnen ja trotzdem. Und das ist richtig, was du sagst. Also das funktioniert mit der Angst, dass die Leute da festgehalten werden mit der Angst. Auch wenn es nicht ganz, ganz bewusst ist im Alltag, es ist irgendwo da drin ja trotzdem. Ja, das ist natürlich auch beängstigend dann zu sehen, was gemacht wird und zu was die in der Lage sind. Das ist wie mit Mafia, ne? Dinge können kaputt gehen hier, ne? Das und wenn sie bezahlen, ist alles gut, also freiwillig bezahlen, aber man zeigt dann schon sehr deutlich, und es ist ein Klima der Angst. Und das ist eben weltweit, oder? Du hast jetzt ja auch von der Schweiz gesprochen, du hast von den USA gesprochen. Kann man sagen, das ist jetzt in bestimmten Ländern mehr oder ist das wirklich überall? Das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, was ich erlebt habe. Also in der Schweiz groß geworden, aber in verschiedenen Ländern eigentlich dann hingeführt. Also dieses Vernetzte weltweit, das habe ich so erlebt, ja. Also diese Machtstrukturen sind ja weltweit. Und die funktionieren darüber. Für mich ist es eigentlich immer im Moment in dieser ganzen Corona-Wahnsinnssituation zeigt sich meines Erachtens, dass da Strukturen sind, die gut vernetzt sind, die global Macht haben, die überall drin sitzen und deswegen solche Sachen kommen, wo du denkst, hallo, und die Menschen machen es irgendwie noch freiwillig mit, eben wie bei der Mafia aus Angst. Also wenn du keine Maske trägst, dann kommt die Polizei und was weiß ich. Ne? Also das sind die Methoden. Mit Angst kann man regieren. Dissoziieren ja auch, ne? Dass man uns ständig verwirrt, dann wird man wieder gelockert. Ne? Jetzt wird gesagt, ja, im März ist das alles vorbei, dann kommt aber vielleicht eine neue Welle und dann wird es wieder. Ne? Ist das auch so eine Methode da, dass man die Menschen so verrückt macht, dass man sagt, so, wenn du lieb bist, ja, dann geht es dir auch besser und dann aber im nächsten Augenblick kriegst du wieder was rein und hin und her, also dass du gar nicht mehr weißt, woran du bist? Ja, und es wird sogar noch so vermischt, dass man eigentlich gar nicht wirklich weiß, ist es jetzt Angst oder ist es Liebe? Also es wird ja, die Menschen, also ich wurde ja so verwirrt, dass ich ja gar nicht recht wusste, was ist richtig und was ist falsch. Also ich konnte ja meinem Bauchgefühl ja gar nicht trauen. Also die Menschen werden, das will ich damit sagen, die werden so abhängig gemacht von irgendeinem, der das Sagen dann hat und der dann lenkt. Ja. Und wer weiß, wer ganz oben steht, das wissen wir nicht, aber es ist eben diese dunkle Kraft, satanisch, muss man eben ernst nehmen. Also es ist kein Spaß. Die fressen Kinder, ist so. Ja. Und da müssen wir hingucken. Und es kommt ja einiges jetzt eben doch ein bisschen ans Licht hier mit der Ghislaine Maxwell und Epstein und so weiter. Aber es ist erstaunlich, dass die Medien im Grunde auch da kaum drüber berichten. Sind die auch irgendwie alle damit drin? Oder werden die auch, weiß man nicht, ne? Aber wahrscheinlich. Ja, also Medien ist ja ein Bereich eigentlich, den auch die Illuminati ja kontrollieren wollen. Also das ist ja ihr Ziel, auch die Welt Macht zu haben in den verschiedenen Bereichen. Ich habe auch in meinem Buch das eine Rad
zeichnet, also die habe ich ja in den verschiedenen Bereichen, wo sie eigentlich die Oberhand haben wollen, die Macht haben wollen, und Medien ist natürlich ein ganz, ganz großer Bereich, Ja. wo sie da... Eigentlich wäre es ja Aufgabe der Medien, solche Dinge dann aufzugreifen. Aber ich weiß auch von verschiedenen Leuten, die gesagt haben, sie haben das versucht bei RTL, ARD, keine Ahnung, und die sagen dann auch manchmal, ja, wir wissen das, aber das dürfen wir nicht. Ja, geht nicht. Ja. Oder Leute, die das versucht haben, dann auch einmal weg vom Fenster sind. Das gibt es auch. Ja, das Buch ist eben sehr wertvoll. Also wir können jetzt mit dem Interview das Buch nicht ersetzen, weil da eben, ich lese mal was vor, die Farben hier, dass alle Männer und Frauen, die Violett tragen, genau wissen, wer man ist und was man tut. Und das, wenn man redet, diese alles melden werden, damit man bestraft wird. Ne? Also diese Farben, die da... Das ist richtig. Ich meine, man muss sich jetzt vorstellen, das wird einem kleinen Kind gesagt, das 4 Jahre alt ist, und es wird dem Kind gesagt, alle Leute, die irgendwie blaue Jeans tragen zum Beispiel, die wissen Bescheid über dich. Und wenn du irgendwas machst, dann wird das sofort gemeldet, und wenn wir das wissen, dann wirst du vergewaltigt. Ein kleines Kind glaubt das. Und geh mal nach draußen, und wer alle blaue Jeans trägt, Ja, oder? Oder jede Farbe hat ja eine Bedeutung. Ja. Im Grunde hast du keine Chance. Und ja, aber die Strukturen sind so. Und deswegen ist das Buch ja auch wertvoll, weil du eben dieses Wissen hast, was du selber erlebt hast. Ja, ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Also es muss eigentlich wirklich ins Bewusstsein der Menschen, damit das überwunden werden kann. Diese Dinge passieren eben in dunklen Kellern oder in abgeschiedenen Bereichen. Manchmal in der Öffentlichkeit, wie gesagt. Ja. Ne? Ja. Kinderschuhe stehen im Park. Oder Graffiti steht dann irgendwie unter 17 oder unter 15, wenn man es lesen kann. Und es gibt genügend, die es mitmachen. Das ist ja das Schlimme. Ne? Das ist das Schlimme, ja. Ja. Also, die wollen hier Telegram sperren wegen der Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner, aber dass sie Kinder Angebote aus dem Netz rauskriegen, das ist scheinbar nicht so einfach, oder? Ja. Und trotzdem, oder? Es ist ja so, dass wenn wir ein Streichholz anzünden, egal wie groß das die Dunkelheit ist und Finsternis ist, man sieht, dass das Streichholz, also das brennende Streichholz. Und deshalb finde ich es trotzdem wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir das tun, was wir tun können, um da Licht in diese Finsternis reinzubringen. Ja, das finde ich eben gerade auch so bemerkenswert und bin da sehr dankbar für. Und wie gesagt, ich habe ja einige auch interviewt und Bücher gelesen, und dass jemand, der solche Sachen erlebt hat und mitgemacht hat, trotzdem in seinem Herzen noch diese Liebe bewahrt hat, wo man denkt, das stirbt ja alles ab, das muss ja blockiert sein, so tief unter Panzerung, dass du da niemals mehr drankommst. Aber trotzdem ist das immer noch stärker, und das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft. Also du hast die entsetzlichsten Dinge erlebt und mitgemacht, und trotzdem in deinem Herzen diese starke Liebe, die dich hierher gebracht hat, die dich dazu gebracht hat, das rauszubringen. Und das bewegt mich, und ich hoffe, dass sich da auch was bewegt. Dass immer mehr Menschen, wir erleben ja an der Zeit gerade, dass viele Menschen erkennen, dass irgendwas ganz gewaltig schief läuft, und da gehört das eben mit dazu. Wir können diese ganzen Sachen nicht verstehen, wenn wir dieses Thema ausklammern. Ne? Also die ganzen Machtstrukturen auf der Welt haben für mich damit zu tun, dass die wahrscheinlich alle, die ganz weit oben sind, damit in Verbindung sind und die sich gegenseitig schützen, weil sonst, wenn einer auspackt, kommt das alles ans Licht. Genau. Alle Angst davor. Ja, genau. Deswegen danke dafür, dass du den Mut aufgebracht hast, darüber zu schreiben und jetzt hier zu sein. Ich hoffe, dass es kippt und dass die Sachen wirklich aufhören. Also vielen, vielen Dank, Chantal Frey. Ich zeige nochmal, das Buch ist nochmal der Hinweis, weil viele sagen, bei Amazon kaufe ich nicht. Es gibt es scheinbar, über Amazon wird es direkt gedruckt, und da kann man es nur bestellen. Also ich rede, Chantal Frey. Also vielen, vielen Dank für das, was du machst, Chantal. Ja, ich danke dir auch, dass ich hier sein durfte und dass wir darüber sprechen durften.
Vielen das Dank. gibt Licht in diese Finsternis Ja, hinein. muss. Danke. Danke.